Hallo ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit für ein Video, in dem wir euch auch so ein paar Sachen erklären, wie den Durchstieg und was Alex da alles so gemacht hat. Ich war ja eine Woche nicht da, aber wir fassen mal so ein paar Sachen zusammen. Einige Fragen gab es dann ja wohl und da zeigen wir euch das nochmal ein bisschen im Detail. Und ja, dann gehen wir jetzt mal durch. Moin, ja, dann kommt mal mit. Wollen wir mal eben gucken, was wir alles geschafft haben in den letzten 10 bis 14 Tagen. Wie man sieht, der Fahrersitz ist reingekommen, neuer, das ist ein luftgefederter Fahrersitz mit ja, sämtlichen Einstellfunktionen und auch der Sperre der Luftfederung. Das ist insofern wichtig, dass wenn man im Gelände unterwegs ist, man die Möglichkeit hat, die Luftfederung zu arretieren, so dass der Sitz nicht bis nach oben ausschwingen kann. Das war uns wichtig. Ja, die ganzen Verkleidungen sind fertig, wie man sieht. Die Türen, oben Dachhimmel ist fertig. Die ganze Elektrik ist soweit alles verlegt. Auch die Kabelbäume zu den einzelnen Sitzen sind schon fertig. Alles einzeln abgesichert. Radio ist drin. Sieht man vielleicht da oben. Warte, ich versuche da mal reinzukrabbeln. Moment. So, jetzt seht ihr doch das Radio, ne? Gut. Die Verkleidung. So, und was hast du noch die nächsten Tage gemacht? Die letzten Tage meine ich? Das Fahrhaus gedämmt. Und da waren ja die meisten Fragen, die uns erreicht haben. Und zwar, womit wir das gemacht haben. Dazu möchte ich gleich mal eben was zeigen. Also, wir haben das ganze Fahrhaus entdröhnt mit Alubutyl. Ist selbstklebend. Die Flächen haben wir vorher entfettet. Dann die Matten leicht mit einem Föhn warm gemacht und halt großflächig verklebt. Die Bilder dazu füge ich mit in das Video ein. Da habe ich genug Bilder, aber leider die Kamera nicht mitlaufen lassen. Zusätzlich zu Alubutyl haben wir den Himmel und die Rückwand mit Armaflex isoliert. Das ist auch eine gute Wärmedämmung. Ich komme mal mit hoch. So, dann gab es noch Fragen bezüglich der Durchstiegsklappe. Warum, weshalb, wieso wir die so gebaut haben. Und zwar hatten wir am Anfang geplant, Schiebetüren zu bauen. Also eine vertikal geteilte Tür, die jeweils zur Seite weggeschoben werden kann. Meine Bedenken diesbezüglich waren aber, ich kriege die nicht so gut isoliert bzw. gedämmt. Da hätte ich mit diesen Bürsten, Laufschienen arbeiten müssen und so weiter. Außerdem ist das immer so eine, ja, so ein Staubfänger, hätte ich beinahe gesagt. Ja, und mein Gedanke war noch, man muss dann immer aufpassen, dass man da hinten nichts liegen hat. Richtig. Weil dann muss man immer alles wegschieben, damit man überhaupt die Tür hin und her schieben kann. Und erfahrungsgemäß hatten wir es im alten Wohnmobil und das war nicht so toll. Also gab es eine andere Technik. Deswegen habe ich die Tür jetzt horizontal zweigeteilt. Und wenn man die jetzt öffnet und nach oben klappt, dann sieht man, dass die keinerlei irgendwie einen Störfaktor bildet. Da kommt oben noch ein Pushlock ran, damit man die Tür arretieren kann und auch während der Fahrt vielleicht offen lassen kann. Das kommt noch, also es ist noch nicht ganz fertig. Aber so von der Bedienung her ist das perfekt. Ja, und mit den Schienen und den Winkeln haben wir halt einen schönen sauberen Abschluss,
da wir das ja alles mit Teppich verkleidet haben, muss man natürlich immer schauen, dass man einen Abschluss hat, sonst ja, franzt das natürlich immer alles aus. Das wollten wir nicht so gerne. Ja, was wir noch gemacht haben, sind diese Schaukästen hier. Die sind auch soweit fertig. Kann man das sehen? Das ist ziemlich dunkel jetzt da drin. Das kann man natürlich nicht. Hier hinten habe ich eine Lampe. Ich weiß nicht, jeder, der es mal auseinandergenommen hat, weiß das vielleicht, dass dahinter das schräg runtergeht. Ich hole mal eben eine Lampe. So, genau. Aber leuchte da ruhig mit richtig rein, dann sieht man das erst. So, wie gesagt, die Deckel, die liegen einfach lose drauf mit einer Dichtung, mit einer Klemmdichtung. So, und hier haben wir jetzt Stauraum geschaffen. Ist von innen auch alles mit Teppich verkleidet, Ja. damit unser Gepäck während der Fahrt nicht am Klappern ist. So, das ist fertig. Dann haben wir einiges an Elektrik hier unten. Warte mal. Verändert und neu verlegt. Ich habe extra den Sicherungskasten drin gelassen. Das war der Sicherungskasten für Feuerwehraufbau beziehungsweise für die Feuerwehrtechnik. Den habe ich vorerst erstmal vom Strom genommen und jetzt hängt meine 12 Volt Anlage da dran. So kann ich alle Schaltkreise einzeln absichern und der Sicherungskasten, der ist perfekt dafür geeignet. Deswegen ist er damals drin geblieben. Dann habe ich jetzt hier oben schon mal ein bisschen was eingebaut. Und zwar, wir haben jetzt erstmal die Schalterbeschriftung erstmal außer Acht lassen. Das war so ein Fertigteil, das wird noch geändert. Das konnte man ganz einfach bestellen. Genau, dann haben wir schon hier die funktionierenden USB-Anschlüsse, Zigarettenanzünder. Dann habe ich hier noch zweimal USB-Anschluss extra. Was noch fehlt, sind die Handyhalterung. Navi-Halterung fehlt auch noch. Diese Öffnung wird noch zugemacht. Da war, glaube ich, CB-Funk drin. Eine kleine Ablage haben wir jetzt oben. Wobei die auch nicht passend war, mussten wir uns auch ein bisschen helfen und zuschneiden. Aber ich finde, das passt ganz gut. Und hier oben unser Kasten, den wir uns gebaut haben fürs Radio, der ist halt auch so super. Man könnte oder man hätte vielleicht hier noch Ablagen reinbauen können. Wer das mag, kann das machen. Wir haben es jetzt nicht für nötig empfunden und haben es daher gelassen. Was wir hier haben, das seht ihr jetzt auch ein bisschen schlecht. Gib mal die Lampe. Hier ist noch so eine kleine Lüftung drin, genau. Weil das Radio ja auch wohl warm werden kann während der Fahrt. Wir hören ja viel Musik und lange. Und so konnte da ein bisschen Luft dran. Den USB-Stecker hast du auch extra noch anbauen müssen, ne? Ja, der ursprüngliche USB-Anschluss, der war hinten am Radio, was eigentlich gar keinen Sinn ergab. Deswegen habe ich jetzt so eine kleine Verlängerung genommen und den Anschluss nach vorne gelegt, so dass man ohne große Anstrengung da an den Anschluss rankommt. Ja, dann haben wir hinten noch die Boxen eingebaut. Also erstmal die Konsolen dafür gebaut und dann anschließend die Boxen eingesetzt. Die sind auch schon alle angeschlossen. Hinter dem Fahrerhaus, genau. Fahrersitz. Ja, und das ist alles normales Holz gewesen und dann halt mit Stoff wieder bezogen, ne? Ja, bei dem Himmel ist hier noch eine Schicht Vlies drunter. Es fühlt sich besser an und lässt sich auch besser den Holzplatten anzupassen, beziehungsweise den Rundungen anzupassen. Ja. Da haben wir dünne Holzplatten genommen. Genau. Ach so, die Frage war noch bei der Klappe. Was hast du für Material genommen für die Klappe? Ja, die Klappe besteht aus Siebdruck. Ich zeige das mal eben. So, ich klappe die mal jetzt so hoch. Das ist eine Siebdruckplatte, die ist komplett mit Alu beschlagen, mit Aluwinkel beschlagen.
Die werden wir noch Pulver beschichten lassen, weil das doch mit der Farbe nicht die optimale Lösung war. Also wie gesagt, die werden noch gepulvert, das heißt, ich werde die Klappe noch mal auseinandernehmen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, Siebdruck, 18 mm, Teppich, Aluwinkel, Scharniere, das war's eigentlich. Ein bisschen Geduld, ein bisschen Feinarbeit. Ja. Und ja, Teppich ist einfach geklebt. genau, Teppich ist geklebt. Die Dichtung habe ich jetzt noch nicht dran gemacht, weil wie gesagt, die Winkel werden wir noch mal abnehmen und Pulver beschichten lassen. Ja. Aber im Großen und Ganzen kann man, glaube ich, sich vorstellen, wo bei uns die Reise hingeht, was das Pfarrhaus betrifft. Ja, so langsam ist ein Ende in Sicht. Ja, richtig. Wir haben auch hier unten angepasst. Ich weiß nicht, früher war hier so eine Metallabdeckung drauf. Neue Plastik. Oder Plastik. Plastikabdeckung. Aber da hatte man dann keine ebene Fläche, sondern so eine Kante. Und da das unser Durchstieg ist, ist das mit dem Knie ja immer nicht ganz so angenehm. Ja. Also haben wir das auch mit Holz. Ja, ich habe die Originalplastikabdeckung habe ich drunter gelassen und habe einfach in der Vertiefung habe ich eine passende Holzplatte, also 15 mm war das, die passte genau rein und die haben wir jetzt passend eingearbeitet, auch hier die Rundung mit übernommen, damit es einigermaßen original aussieht. Aber wir haben jetzt nicht mehr diese Dreckschleuse, sage ich mal, oder Staubfänger mit den Vertiefungen, sondern das ist jetzt wirklich eine ebene Fläche. Genau. Und hier hinten, das ist halt alles mit Holz auch. Da liegt dann auch nochmal eine Holzplatte Hier drauf. liegt eine dicke Holzplatte drunter, damit hier auch Stabilität an solchen Stellen, ich meine diese Stelle, die war keine 12 cm breit, damit die Stabilität auch an solchen engen Stellen gewährleistet ist, habe ich etwas dickeres Holz genommen. Das ist eine Multiplex-Platte gewesen mit einer Stärke von 18 mm und die habe ich auch mit der Karosserie verschraubt und halt auch hier mit Winkel bespannt komplett. Ja. Also der Hintergrund daran ist klar einmal der Hund und man könnte rein theoretisch jetzt eine schmale Matratze da hinten drauf machen oder irgendwie so eine Schaumstoffmatte. Genau. Hier kommt noch ein Kissen, was hier genau reinpasst. Also bauen wir selber, denke ich mal, aus Schaumstoff, so dass man hier eine ebene Fläche hat. Wenn man dann den Durchstieg benutzen möchte, dann nimmt man halt das Kissen raus und kann man die Klappe nach oben klappen. Ja. So ist der Plan. Genau. Ja, sonst Verkleidung hier ist dran, wie ihr seht, da hinten auch unterm Fenster, über dem Fenster. Da zwischen Tür und Fenster soll noch ein Haken dran für Jacke oder sowas, was man ja doch auch noch mal während der Fahrt aufhängen möchte. Und ansonsten, ja, der Sitz, auf dem ich jetzt mich hier schon bequem gemacht habe, hat natürlich auch schon wunderschöne Armlehnen, die sehr wichtig sind. Und der Sitz hat den Test bestanden und wir werden uns jetzt, oder haben uns schon den zweiten jetzt bestellt, ne? Ja, der zweite Sitz wird identisch mit dem Fahrersitz sein, nur mit der Bedienung halt auf der rechten Seite und mit dem Sicherheitsgurt von rechts nach links in Fahrtrichtung gesehen. Wird auch luftgefedert sein. Das war uns wichtig, dass beide Sitze eine vernünftige Federung haben. Ja, es passte nicht auf Anhieb. Da waren auch einiges an Fragen. Also nachdem ich das Ganze bemessen habe mit Zollstock, war ich eigentlich fest von überzeugt, dass der Sitz nicht reinpasst von der Höhe her. Nichtsdestotrotz haben wir das hingekriegt. Und zwar mussten wir da ein bisschen tricksen. Die untere Konsole, die ist 6 cm tiefer wie die Originale. Mit diesen 6 cm konnten wir natürlich hier oben Platz gewinnen. Und jetzt kann man die Luftfederung normal betätigen, normal befüllen, ohne dass der Sitz hier gegen den Himmel haut. Und eure Bedenken sind grundlos. Die netten Herren vom TÜV haben uns bestätigt, dass die Konstruktion wahrscheinlich fast sicherer ist wie das Original. Ja, ich habe mit dem Sachverständigen gesprochen und der sagte mir, bau das fester wie das Original, dann besteht überhaupt kein Problem mit der Eintragung der Sitze. Und
Ja, und das macht auch echt einen stabilen Eindruck. Das Also haben wir auch gemacht. ja, ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendwie Also die was... Konsole ist zweimal so schwer wie die Originale, also da ist auch dickeres Metall drin und auch vernünftig verschweißt, soweit alles. Passt auch super. Ja. Was wir noch machen werden, wir werden unten unterm Fahrerhaus natürlich die Aufnahmepunkte der Konsole verstärken, weil wir jetzt hier ein Sicherheitsgurt haben und da sagt der TÜV, das muss auch fester sein wie das Originale. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich so einen Satz baue, dass ich mit dem Sitz nach vorne schleudere, ich glaube, mir ist es egal, ob die Bodenplatte dann reißt oder nicht reißt, dann Aber gut, übersteht man das sowieso nicht. es Aber ist eine gibt Vorschrift, gewisse Regeln ja, genau. und da halten wir uns dran. Ja. Okay, haben wir alle Fragen beantworten können? Falls nicht, gerne kommentieren, anschreiben. Es war noch eine Frage, was als nächstes kommt. Warte, ich komme eben runter. Ja. Ein paar Baustellen haben wir auf jeden Fall noch. Ja, als nächstes ist es geplant, die Konsole für den Beifahrersitz fertig zu machen. Dann kommt der Dachgepäckträger drauf. Der ist noch nicht lackiert. Da werde ich mich die Tage mit befassen, dass er zum Lackierer kommt und auch die Außenbeplankung, das Aluriffelblech soweit alles angepasst ist, weil das wird auch schwarz lackiert, also in demselben schwarz-seidenmatt wie der Kühlergrill. Dann haben wir halt den Dachgepäckträger auch passend zu der ganzen Optik. Genau. Den lassen wir nicht Und dann die verziehen. Höherlegung. Ja, die Höherlegung muss noch eingebaut werden. Dann kommt der Verschränktest und erst dann kann ich sagen, wie weit wir unsere Kotflügelverbreiterung dann kürzen bzw. verändern werden. Ja, also es gibt noch genügend zu tun. Ja, und dann würden wir halt mit dem Koffer oder dem Zwischenrahmen Ja. starten. Das wird ja so ein bisschen parallel laufen. Ich hoffe, ich will mich jetzt nicht auf den Zeitpunkt festlegen, aber ich hoffe, dass wir irgendwann mal im Laufe des August mit dem Zwischenrahmen und der Bodenplatte vom Wohnkoffer anfangen. Das möchten wir parallel bauen, um die Verbindung zwischen dem Zwischenrahmen und zwischen dem Boden von dem Wohnkoffer direkt aneinander anzupassen. Und dann geht der Zwischenrahmen halt zum Verzinken und wir können uns dann mit dem Kofferbau weiter austoben. Ja, dann haben wir das Fahrerhaus nämlich abgeschlossen, so war der Plan. Ja, genau, da gab es auch noch eine Frage. Und zwar, warum wir uns so viel Zeit lassen beim Fahrerhaus. Und es wäre doch wesentlich sinnvoller, erstmal die Originalsitze drin zu lassen, die Originalverkleidung wieder zu verwenden und sich auf das Wesentliche konzentrieren, weil man baut ja ein Wohnmobil. Das kommt ja vom Wohnen, das heißt, das Ganze spielt sich hinten ab, das sehe ich ein bisschen anders. Wir haben uns von vornherein darauf geeinigt, dass wir keine 2 oder 3 Baustellen gleichzeitig machen. Das heißt, es wird ein Baustein des Expeditionsmobils fertig gemacht und zwar bis zum Schluss, bis zur letzten Schraube fertig gemacht und dann erst fangen wir mit der zweiten Geschichte an. So, beim Hausbau kennt man das auch, man fängt nicht mit der Sanierung von Wohnzimmer im zweiten Obergeschoss, sondern man fängt eigentlich vom Fundament auf an. Deswegen war uns wichtig, erstmal Fundament, Räder, so anschließend, was dazugehört, ist das Fahrerhaus. Das Fahrerhaus, da braucht man gar nicht drüber reden, da verbringt man doch einiges an seiner Zeit beim Reisen. Das haben wir jetzt auch mit dem Wohnmobil in den letzten 3 Jahren feststellen müssen. Da haben wir bei langem nicht so viel Platz drin wie jetzt hier. Auch mit der gekürzten Kabine, das ist dermaßen optimal. Man kann die Sitzlehne nach hinten lehnen. Ich sag mal als Beifahrer, als Fahrer eher weniger. Aber die Möglichkeit ist halt da, dass man den Sitz so einstellen kann, dass man unterwegs auch, ich sag mal, gechillt weiterfährt. Ja, überhaupt gute Sitze, ne? Also es gibt ja viele, die alten Sitze behalten. Da war uns schon wichtig, dass wir Komfort in den Sitzen haben. Ich sag mal, wir werden ja auch nicht jünger, ne? Bandscheiben und so.
das war uns schon wichtig, dass die Sitze qualitativ mithalten können. Ja, mithalten, hochwertig sind. Ja. Die Sitze sind super verarbeitet und da bin ich auch echt begeistert. Also die Sitzprobe, die war optimal. Also von den Einstellungen und so weiter, von den Möglichkeiten, top. Kann ich nur empfehlen. Also wer da sich näher mit befassen möchte und wissen will, was das für ein Sitz ist, gerne anschreiben. Ich benenne den Hersteller jetzt extra nicht in dem Video, weil unsere Videos sind nach wie vor komplett werbefrei. Gut, Amaflex, ich weiß nicht, wie ich das sonst benennen sollte oder hätte sollen. Es ist halt Amaflex und es bleibt auch Amaflex, aber bei den Sitzherstellern und so weiter, da möchte ich schon mich ein bisschen zurückhalten, weil ja, es gibt so viele Channels, die ja voll gepickt bis zum geht nicht mehr sind mit irgendwelchen Werbung und das möchte man nicht. Ja, und dann wie gesagt, wenn das Ganze abgeschlossen ist, erst dann fangen wir mit dem Fahrgestell, beziehungsweise erst kommt Zwischenrahmen Koffer, dann werden die Arbeiten am Fahrgestell, sprich andere Tanks werden montiert, Dieselfilteranlage, dann kommt noch ein 230 Volt Kompressor hinten im Rahmen verbaut, dann kommt ein Notstromaggregat im Rahmen verbaut, dann möchte ich eine Reifenfüllanlage verbauen, dass ich nicht jedes Mal da mit Schläuchen durch die Gegend laufen muss, wenn man irgendwie einen Reifendruck korrigieren möchte. Deswegen es ist noch einiges zu tun, aber wir sind gut in Zeit. Ja, wir sollten vielleicht mal erwähnen, ja, wir machen nicht so oft Videos. Also wer uns dann wirklich jeden Schritt beobachten möchte, wir machen viel mit Fotos und Bildern über Facebook und Instagram. Also vielleicht da zwischendurch reinschauen. Da passiert zumindest was Bild an Link, wie war das nochmal? Link? Im Video. Link Können wir poste das? ich im Kommentar, genau. Genau. Ja. Und ja. Ja, gut. Das war's von uns für heute. Ja. Und dann hoffentlich bis bald. Gut, bis bald. Tschüss. Ciao.